Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier bei uns im Mars Hydro Zelt. Wir sind hier an Blütetag 30, in unserem DIY DWC System. Das ist eine Pflanze. Das ist die Apples and Bananas XSBSE, von KK Farming. Genau, was haben wir hier für Werte? Also, ich kann euch das gleich mal zeigen. Ich habe jetzt die Uploads mal ausgemacht wegen Lautstärke. Also hier, unsere Mars Hydro App. Also wir haben gerade 28,6 Grad Lufttemperatur, 63% Luftfeuchtigkeit, ein VPD von 1,44. Die Lampe ballert gerade 830 Mikromol auf die Pflanze. Genau, und was kann ich euch noch zeigen? Genau, hier, ich kann euch noch die Werte zeigen vom DWC. Also wir haben gerade einen pH von 5,9, einen EC von 2,36 und eine Wassertemperatur von 23 Grad. Ich arbeite hier auch ohne Chiller. Also das Zelt steht im Keller. Also hier ist es generell ein bisschen kühler als oben, als in der Wohnung. Aber auch feuchter. Deswegen habe ich hier einen Luftentfeuchter stehen, der mit dem Mars Hydro, also die Mars Hydro Steckdosenleiste ist so eingestellt quasi, dass wenn die Luftfeuchtigkeit über 65% geht, dass der Luftentfeuchter einschaltet und runter trocknet bis 55% Luftfeuchtigkeit. Dann geht er aus und dann, wenn halt die Luftfeuchtigkeit wieder so hoch ist, dann geht er wieder automatisch an. Und das ist halt echt gut. Ich habe hier so einen Bautrockner, also der schafft 50 Liter Wasser am Tag, also der hat echt ordentlich Leistung. Der treibt natürlich auch die Temperatur nach oben im Keller, ist klar, aber ist dann halt so, Lieber habe ich eine höhere Temperatur als zu viel Feuchtigkeit. Aber, was fällt euch auf, Leute? Ja, wir müssen entlauben, richtig. Das mache ich jetzt auch gleich mal eben. Aber halt auf Kamera. Weil ich habe hier jetzt im Keller nichts irgendwie, wo ich jetzt meine Kamera richtig hinstellen könnte, dass ihr das jetzt perfekt sehen würdet. Ich muss mir dafür auch nochmal so einen Adapter kaufen oder so. Genau. Auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall die eine Lady, Wie gesagt, Blütetag 30, also Anfang Blütewoche 5 jetzt. Und ich finde, also die bildet schon echt gute Blüten aus, würde ich sagen. Ich muss jetzt auf jeden Fall entlauben, also sehen wir uns gleich wieder, mein Lieber. Also, mit Lollipop habe ich jetzt noch nicht so weit gemacht. Seht ihr, wir sind hier unterm Netz, Aber, ich sag mal so, ich komme da hinten auch nicht ran, tatsächlich. Weil ich dazu leider noch ein bisschen zu wenig Platz habe. Hier zwischen passe ich leider nicht. Und hier rechts ist eine Wand. Und links ist auch eine Wand. Also ich komme eigentlich nur von vorne an die Pflanze. Das muss ich auf jeden Fall für den nächsten Grow noch optimieren. Aber, also ich habe jetzt hier oben ein bisschen entlaubt. Wie ihr seht. Schon ein bisschen was weg. So, klar, könnte noch ein bisschen mehr weg, aber ich mache das jetzt immer so nach und nach. Immer so einmal die Woche. Nehme ich ein paar große Fächerblätter weg. Also mir geht es ja nur um die großen Blätter. Die kleinen Blätter können ruhig alle dann bleiben. Solche hier können zum Beispiel einfach weg. So. Weil die einfach den kleinen Blatts, die da unterliegen, zu viel Licht klauen. Sollen ja auch wachsen, Auf jeden Fall, ja, ist das schon ein Ungetüm, muss ich sagen, Aber die Lampe von Mars Hydro, die FC 6500, die liefert auch ordentlich. Also das ist ja das neue Modell mit den Bridgelux LEDs. Also, weil Samsung ist ja aus dem LED-Segment ausgestiegen. Was ich ein bisschen schade finde, aber ja, gut. Dann halt nicht, Aber ich zeige euch jetzt mal, ich habe vor einer Woche, diese Kiste hier, das ist ja mein DWC, voll gemacht, vor einer Woche. So sieht's aus. Also die hat gut und gerne 40 Liter Wasser jetzt in einer Woche getrunken. 40 Liter Wasser. Also ich muss die jetzt nachfüllen. Also ich wollte jetzt eigentlich, es war eigentlich gar nicht geplant, die jetzt nachzufüllen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil der EC-Wert halt so nach oben gegangen ist. Weil der war bei 1,8, jetzt ist er bei 2,29 EC. Und das liegt daran, dass da kein Wasser oder fast kein Wasser mehr drin ist. Weil die alles leer gesoffen hat, die Lady hier, Und dementsprechend mache ich jetzt hier meinen Schlauch rein, vom Wasserhahn und dann gib ihm. Also Dünger kriegt sie jetzt noch nicht, weil es ist jetzt gerade 1 Uhr morgens. Ich muss in 4 Stunden aufstehen zur Arbeit. Dementsprechend werde ich jetzt ihr keinen Dünger geben. Ich hoffe, dass der Dünger, der jetzt noch da drin ist, weil es sich ja konzentriert hat, ausreicht.
Jetzt sag mal, dass ich die morgen entspannt nachdüngen kann. Und ja, das mache ich jetzt erstmal. So. Also. So. Okay. Mir ist sogar der Schlauch rausgerutscht. Aber ja, ihr seht jetzt, ne, da kommt jetzt ordentlich Wasser rein. Jetzt dauert das wieder ein bisschen, machen wir mal 40 Liter wieder rein ungefähr. Und dann sollte das auch safe sein, weil das Schlimmste, was euch passieren kann, ist nicht, dass ihr keine Nährstoffe drin im Wasser habt. Und das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr kein Wasser mehr im Tank habt. Weil dann vertrocknen euch die Wurzeln und dann könnt ihr die Pflanze eigentlich wegschmeißen. Ne? Ist mir schon zweimal passiert, in einem DWC-System mit 20 Liter Eimer. Da war ich, glaube ich, 3 Tage nicht da. Ich habe sie an dem einen Tag, also am letzten Tag, wo ich weggefahren bin, komplett voll gemacht. Also wirklich komplett bis zum Rand, also bis unterm Deckel, was man ja eigentlich nicht machen soll. Ne? Habe ich die voll gemacht. Als ich wiederkam, war das Wasser leer und die Pflanze ist vertrocknet. Also der hat auf jeden Fall schon Anzeichen gezeigt, dass sie vertrocknet. Die Wurzeln waren aber alle schon tot. Also ich habe Wasser nachgefüllt, aber das ist nichts mehr, da war nichts mehr zu retten. Die Wurzeln waren trocken und waren tot. Ja, deswegen das Wichtigste im DWC ist immer, dass die Wurzeln immer Wasser haben. Immer. Ja. So, jetzt sind wir hier oben. Mache jetzt noch mal ein bisschen mehr rein. Morgen mache ich dann meine Düngerroutine mit Flower Power, Blumen und mit wie heißt das, Hesi PK13, PK1314, ne, alles drum und dran. Ich muss jetzt gucken, wie weit sind wir? Ja, können noch ein bisschen, und noch ein bisschen Pyrolyt machen wir da auch morgen mit rein. Weil wir wieder einen sterilen Tank haben, ne? Genau, ich mache jetzt extra sehr voll, weil die das halt auch sehr schnell wieder wegsäuft, ne? Ihr seht das? Das hier ist alles DIY, also ich mache mir für nächstes Mal mache ich mir auf jeden Fall hier eine Wartungsluke, damit ich nicht immer den Deckel anheben muss. Aber funktioniert ja auch so. So, das heißt, ich mache jetzt erstmal das Wasser wieder aus, bevor mir das jetzt überläuft. Also Leute, wir haben jetzt das Wasser komplett nachgefüllt. Jetzt haben wir ein EC von 1,24, pH von 6,12 und Wassertemperatur 22 Grad. Der pH wird jetzt automatisch von meinem pH-Anpassungssystem, also von meinem pH-Doser angepasst. Also das wird jetzt automatisch runter auf 5,8 gebracht. Ne? Und dann wird der EC leicht steigen, so auf 1,3 ungefähr. Und dann werde ich morgen Düngerlösung, Dünger hinzufügen, damit ich auf dem EC, also mein Ziel-EC sind 2,2, ne? 2,20 um zu sein. Und ja, da werde ich ihn dann morgen wieder hindüngen, auf jeden Fall. Und ja, schauen wir mal, ne? Wie das dann so wird. Ja. Also hier nochmal die Lady, damit ihr das nochmal seht. Wie gesagt, das ist eine Pflanze, die hatte 8 Wochen Vegi, ne? Also 2 Monate Vegi und jetzt halt 5. Woche Blüte. Und das ist schon ein Monster. Also es ist eine Pflanze. Ne? Ich habe mich jetzt nicht so viel drum gekümmert, wie sieht man aber ihr auch an, dass ich mich nicht so viel drum gekümmert habe. Aber das geht ja auch nur dank der ganzen Automation, die ich hier drin habe. Ich habe ja hier eine Überwachungskamera, damit ich die Pflanze immer sehen kann. Dann habe ich hier einen Ventilator, der unten einmal die Kiste einmal quasi, also unter dem Netz einmal Wind macht. Dann habe ich hier hinten in der Ecke noch einen Ventilator, das ist gerade aus, damit ich hier in Ruhe filmen kann. Genau, dann halt die Abluft, die liegt aber auf dem Zelt drauf. Also hier oben, ihr seht, hier ist das schon die Kellerdecke, ne? Also da hinten ist die Abluft im Mars Hydro. Ne? Und ja, ne, hier läuft eigentlich alles so. Genau, dann haben wir hier noch unsere Sensoren, ne, für Luftfeuchtigkeit, CO2 und Temperatur. Und da hinten haben wir unseren Lichtsensor. Weil die Lampe ist so also die Lampe ist also mit dem Mars Hydro Controller zusammen verbunden. Und ich kann hier genau den PPFD-Wert einstellen, den ich haben möchte. Und das wird dann automatisch dann von der Lampe so, also vom Controller so an der Lampe geregelt, dass die Lampe genau diese PPFD ausgibt.
und ich kein Rätsel haben muss, jetzt muss ich auf 50%, muss ich auf 52% oder sonst irgendwas, die stellt sich automatisch ein. Das finde ich ganz geil. Ne? So, wir ballern hier 850 ppfd rauf. Ich weiß nicht, ob ihr die App jetzt, wenn ihr das kennt. Also XSBSE, also So Best Shit Ever. Das ist eine Washer-Genetik, also die ist sehr, sehr gut zum Waschen und das werde ich auch tun mit der Genetik. Also hiervon wird nichts quasi getrocknet, sondern hiervon wird reines Rosin gemacht. Also das ist meine Rosin-Pflanze quasi, die ich jetzt mache. Also normalerweise smoke ich die auch. Wahrscheinlich werde ich mal auch ein paar Butts runternehmen, so 50 Gramm oder sowas, die ich dann zum Smoken habe. Und den Rest werde ich halt waschen. Ja, dann wird alles gewaschen und dann werden wir alles weiterverarbeiten zu Rosin. Genau, ja, das machen wir dann bei Skinny im Laden, ne, bei Groby. Machen wir das dann. Ne? Grüße gehen raus an Skinny, weil da presse ich immer mein Rosin. Genau. Auf jeden Fall seid auf das nächste Update gespannt von der Pflanze. Ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao, ciao, euer Black Row Happy.